Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder auf der AIX in Hamburg. Aber warte, ich mache mal einfach Follow rein, dann kann ich mich nämlich auch frei bewegen. Ich weiß, einige mögen das nicht, wenn ich das mache, aber wir machen es einfach. In der Zeit könnt ihr daran denken, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich auch gucken, dass es startet. So, jetzt aber, ne? Ja, da haben wir es. Und natürlich dann auch, wie ihr seht, an der Tasche, wo ich war. Inspiration of Japan, Anna. Hinter mir seht ihr Boeing, das sind die beiden, wo ich war. Und das war sehr interessant. Einmal, Anna war bei Recaro. Wir haben einen neuen Sitz vorgestellt in der Economy Class und einen neuen Sitz in der Premium Economy Class. Und es kommt ein Business Class Sitz neu, aber da wollen sie sich noch nicht zu äußern. Also hier können wir einfach mal schauen, was da noch kommt. Und ich muss jetzt leider den Zettel rausholen, wo drauf steht, was es alles gab, weil es waren so viele Informationen, die gegeben haben zu den Sitzen. Es gibt Gott sei Dank immer ein Handout, dass man weiß, worum es geht. Und zwar ist es so, dass man bei Recaro die Sitze benutzt, den Recaro Premium Economy, das ist Economy Class Sitz für die Langstrecke, und die werden in 2026 in die Flotte integriert mit einem neuen Flugzeug. Heißt also, die haben ja im Moment, wenn ich das richtig habe, waren das 16 plus 3, also 19 Flugzeuge, 16 Altbestand, die auch retrofitted werden, 3 neue, und der erste soll auch ein neues Flugzeug werden, und zwar eine Boeing 787-9er. Sie sagen natürlich, dass der Sitz den globalen Standard nach oben setzt und dass sie besser sind, was auch ehrlicherweise stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass man dort bei dem Sitz natürlich ein USB-C hat, dass man dort eine, besonders in der Premium Economy, eine Fußstütze hat, den Tisch von Recaro, der auch schön nach unten federt. Heißt also, dass man da wirklich was Tolles hat. Aber das Problem ist, in meinen Augen, wir können gar nicht sagen, wie die Sitzkonfiguration wird, weil sie halt die Premium und Economy Class nur gelauncht haben, aber nicht die Business Class. Und damit halten sich dann halt bedeckt. Aber was ganz interessant ist halt wirklich, dass der Sitz einen Seat Pitch hat, der 2 Inch mehr hat. Für uns Deutsche sind das fast 5 Zentimeter. 40 Inch, also 101 Zentimeter. Ist natürlich bei der Premium Economy schon relativ geil, muss man sagen. Und es ist so, dass der Sitz auch nochmal 5 Zentimeter mehr nach hinten reclined. Gut, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Bei dem Sitz ist es ja so, dass er auch in den Space geht von dem Vordermann. Heißt also, dass man da natürlich dann auch gewisse Dinge in Kauf nehmen muss. Ich zeige euch das jetzt kurz auf dem Zettel. Da seht ihr das, wie es halt aussieht mit dem Sitz, wie viel mehr das ist. Und man hat auch die geplanten Öhrchen dran, dass ihr also auch genug Privacy habt und da quasi vom Nachbarn nicht belästigt werdet, weil ihr ihn nicht seht. Economy Class Sitz, der hat auch plus 1 Inch bekommen, heißt ein Seat Pitch von ungefähr 84 bis 86 Zentimetern. Das ist der Abstand zwischen dem Vordersitz und dem anderen Sitz. Heißt also, dass man da auch wesentlich mehr ist. Und er hat dann natürlich auch 2,5 Zentimeter mehr an Platz. Also 1 Inch ist mal 2,5 Zentimeter. Wichtig ist auch, dass sie ein neues Entertainment-System reinbauen werden. Sie haben allerdings nicht gesagt, welches Entertainment-System da kommt. Heißt also, abwarten, abwarten, abwarten. Was gibt es noch zu sagen? Der Sitz ist ein Recaro R4 in der Premium Economy. Der wird in der 232-Konfiguration sein. So, aber man wird nicht sagen, wie viele Sitze. Der Recaro R3-Sitz, das ist der Economy Class Sitz, das ist in der 333er-Konfiguration in der 787-9er. Ja, was interessant ist, habt ihr ja auf den Bildern gesehen. Ich hoffe, die sind was geworden. Ich muss mir gleich angucken, die werden nachträglich reingeschnitten. Also noch ein bisschen Aufwand von meiner Seite.
Man hat auch viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Man hat auch gesprochen über Accessibility, also Zugang für Leute mit Einschränkungen. Man hat dann ein Toilettenkonzept mit Collins, das man vorgestellt hat aber auch ein System, was zum Beispiel PA, also das heißt diese Public Announcements, übersetzt. Heißt also, wenn die Crew irgendetwas sagt, das dann auf dem Bildschirm, das dann für Leute, die zum Beispiel hörgeschädigt sind, das dann auch lesen können. Echtzeit. Also das ist eine Funktion, die noch nicht implementiert ist. Es ist halt einfach nur ein, wie das immer so schön heißt, etwas, wo man enablen möchte. Also man möchte es ermöglichen, dass die Leute darüber denken und das Ganze dann einbauen. Man hat hier auch sehr viel Nachhaltigkeit im Bereich von Upcycling, Downcycling, also das heißt von Materialien, die man recycelt. 90% eines Flugzeugs, das Metall ist, kann man recyceln. Dann kam natürlich der Einwand, ja 787 ist natürlich dann so ein bisschen problematisch. Nein, ist es nicht, weil man auch hier wieder aus den Fasern was machen kann. Also man hat da zum Beispiel ein Panel entwickelt, was also auf einem nicht gewebten Stoff ist, was also auch interessant ist. Und durch Hitze und Druck wird das hart. Heißt also, man kann damit auch Seitenpaneele oder sowas eventuell in der Zukunft machen. Also auch hier wird sehr viel gearbeitet. Und ja, was soll ich euch noch erzählen? Es gibt hier bei Boeing gerade im Hinblick auf die Kabine diese Neuigkeiten. Natürlich mit der 777X, dass sie bald kommt, hoffen wir alle. Aber da es sich ja hier um eine Interiormesse handelt, reden wir hier natürlich wirklich nur über das, was in der Kabine passiert, was halt passiert im Flugzeug selber. Da wird auch nicht über Typen gesprochen. Heute wieder eine kurze, kleine Sendung. Ich muss mal gucken, dass ich euch die Sachen reinschneide, die ich aufgenommen habe, wo ihr dann auch nochmal diesen Sonnenaufgang und das Ganze seht. Ich bin mal gespannt, wie das geworden ist. Also insofern denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren und ich freue mich dann, wenn ich euch morgen wieder sehe. Morgen wird es eine Sendung sein, die on the run ist. Da habe ich wieder Reisetag. Heißt also, wir schauen mal, wie das so wird. Ich melde mich jetzt hier ab und ich bin dann einfach mal weg und ihr seht, der Ausgang ist auch schon quasi hinter mir. Kommt da mit, kommt da mit, kommt da mit, kommt da mit, kommt da mit. Also ihr seht den Ausgang irgendwo hinter mir. Aber Bogen ist schon schöner. Also bis dann, bis morgen. Ciao, ciao.